Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie man eine erfrischende, kalte Gurkensuppe zubereitet. Diese Suppe ist perfekt für den Sommer, denn sie ist leicht, gesund und unglaublich erfrischend. Mit frischen Gurken, cremiger Avocado und ein Hauch von Zitrone ist sie nicht nur schnell gemacht, sondern voller Vitamine und Nährstoffe. Bleibt dran und ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ihr diese ganz einfache kalte Gurkensuppe selber machen könnt. Los geht's! Für unsere kalte Gurkensuppe benötigen wir 2 Salatgurken, eine Bio-Zitrone, eine oder eine halbe Avocado, Schnittlauch, frische Dill, Joghurt. Der Joghurt ist optional, man kann den Joghurt dazugeben oder auch weglassen und einfach etwas mehr Avocado dazugeben. Dann habe ich auch noch eine Snackgurke. Die Snackgurke ist auch optional. Ich werde die Snackgurke zum Garnieren verwenden. Du kannst die auch dafür verwenden oder einfach weglassen. Und dann haben wir noch Salz und Pfeffer zum Würzen und etwas Sesamöl zum Garnieren. Als erstes werde ich die Gemüse und Kräuter im lauwarmen Wasser gründlich waschen und danach die Gurken in etwas kleinere Stücke schneiden, so dass es etwas leichter für den Mixer wird. Wenn du magst, kannst du die Gurken auch noch schälen und erst danach kleiner hacken. Dann gebe ich die Gurken direkt in eine große Schüssel. Ich werde die Suppe mit einem Stabmixer pürieren, deswegen habe ich die Gurken in eine große Schüssel gegeben und ich werde auch die anderen Zutaten noch dazugeben. Aber wenn du die Suppe mit einem Mixer zubereiten würdest, dann einfach die Zutaten in Mixer geben. Und jetzt werde ich noch die Kräuter auch etwas kleiner hacken. Davor lasse ich etwas vom Dill und auch etwas vom Schnittlauch zur Seite, weil wir etwas auch noch zum Garnieren brauchen. Dann erst diese harte Teile von Stängeln entfernen und grob kleiner hacken. Die Kräuter auch in die Schüssel geben und die Schale von einer Bio-Zitrone. Beim Reiben hier ganz wichtig, die Zitrone zu wenden, so dass wir nur das Gelbe von Schale bekommen, weil das Wasser etwas bitter sein kann. Danach die Zitrone halbieren und halbe Zitrone entsaften. Und jetzt werde ich noch die Avocado vorbereiten. Ich nehme heute nur eine halbe Avocado, weil ich auch den Joghurt noch dazugeben werde und es gibt auch etwas Cremigkeit, aber wenn du es vegan machen möchtest oder den Joghurt einfach weglassen möchtest, dann kannst du auch eine ganze Avocado dazugeben und da auch achten, die Avocado ist jetzt richtig groß, deswegen reicht auch so eine Avocado. Aber wenn du eine kleinere Avocado hast, dann kannst du auch ruhig 2 dazugeben. Und jetzt gebe ich noch den Zitronensaft, die halbe Avocado und den Joghurt zu meiner Schüssel und werde das Ganze mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Jetzt, bevor ich mit Pürieren anfange, werde ich noch meine Schürze holen. Ich kenne mich, sicher ist besser. Jetzt habe ich die Schürze an und ich kann die Suppe pürieren. Wie gesagt, ich verwende dafür den Stabmixer, aber du kannst die Suppe auch in einem Mixer pürieren. Jetzt das Ganze fein pürieren, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Die Suppe ist richtig schön cremig geworden und ich liebe diese helle grüne Farbe, die die Suppe hat. Und jetzt ganz wichtig, probieren. Und wenn was fehlt, können wir jetzt auch noch etwas Säure dazugeben. Wenn Cremigkeit fehlt, kann man Joghurt oder etwas mehr Avocado dazugeben und auch mit Salz und Pfeffer nachwürzen. Ich bin gespannt. Lasst uns testen. Richtig erfrischend. Bei mir ist die Säure perfekt, die Cremigkeit auch perfekt, aber es fehlt etwas Salz und ich werde jetzt noch etwas nachwürzen.
Wieder kurz vermischen. Und jetzt wird die Suppe noch 30 Minuten vor dem Servieren kalt gestellt und dann ist die sommerliche Suppengenuss perfekt. Die Wartezeit nutze ich dafür, die Snackgurke klein zu würfeln. Wie gesagt, das ist optional. Du kannst die Snackgurke zum Garnieren nehmen oder auch weglassen. Und den Schnittlauch werde ich auch zum Garnieren etwas kleiner hacken. Nach 30 Minuten geben wir die kalte Suppe in eine Servierschüssel und garnieren sie mit Schnittlauch, etwas Dill, den Gurkenwürfeln und einen Schuss Sesamöl. Ich habe noch ganz zum Schluss mit schwarzem Pfeffer garniert. Die Suppe ist wirklich schön cremig und erfrischend geworden und schaut es euch an, wie schön die grüne Farbe ist und wie schön das ganze Deko drauf aussieht. Ich hoffe, dir hat das Rezept gefallen und dass du dann auch jetzt während diesen heißen Sommertagen auch testen werdest. Probier es mal aus und lass mich wissen in den Kommentaren, wie es dir gefallen hat. Wenn dir das Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.